Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo liebe Follower und Neulinge, die gerade zu uns gestoßen sind. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt jetzt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um keine unserer zukünftigen Veröffentlichungen zu verpassen. Ohne weitere Verzögerung, lasst uns jetzt direkt in das heutige Video eintauchen. Viel Spaß! Berufsausbildung in Deutschland. Möglichkeiten der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ausbildung ist ein beliebtes deutsches Berufsausbildungssystem, das eine Kombination aus praktischer Arbeit und theoretischer Ausbildung darstellt. Oft wird es mit einer finanziellen Vergütung, einer sogenannten Ausbildungsvergütung, kombiniert. Deutschland gilt als eines der weltweit führenden Länder bei der Berufsausbildung und der Möglichkeit, jungen Menschen fundierte berufliche Fähigkeiten zu vermitteln. Eine Berufsausbildung in Deutschland ist eine hervorragende Möglichkeit, eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. In diesem Artikel werfen wir einen umfassenden Blick auf die Berufsausbildung in Deutschland und konzentrieren uns dabei auf die Voraussetzungen und Verfahren, um diese Bildungschancen zu erhalten. Voraussetzungen für eine Berufsausbildung. Alter. Die Möglichkeiten für eine Ausbildung liegen häufig im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Teilweise können aber auch ältere Menschen an Schulungen teilnehmen. Sprache. Sie müssen über gute Deutschkenntnisse verfügen, da die meisten Schulungen auf Deutsch durchgeführt werden. Das bedeutet, dass ausländische Bewerber vor Beginn ihr Deutschniveau verbessern müssen. Vorkenntnisse. Für einige Ausbildungen sind bestimmte akademische Qualifikationen oder Grundkenntnisse erforderlich. Bewerber sollten die Anforderungen für jedes Programm prüfen. Verfahren zur Erlangung einer Berufsausbildungsmöglichkeit. Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten. Sie können online auf den Websites von Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen nach Ausbildungsmöglichkeiten suchen oder Jobbörsen wie Jobbörse und Indeed nutzen. Bewerbung einreichen. Wenn Sie eine passende Ausbildungsmöglichkeit gefunden haben, müssen Sie eine Bewerbung direkt bei dem betreffenden Unternehmen oder der betreffenden Organisation einreichen. Zur Bewerbung gehören dein Lebenslauf und ein Anschreiben, in dem du darlegst, warum du eine Ausbildung in diesem Bereich machen möchtest und welche Fähigkeiten du mitbringst. Persönliches Gespräch. Sie können ein persönliches Gespräch führen, um Ihre Fähigkeiten und Eignung für die Ausbildung zu beurteilen. Sie sollten bereit sein, Fragen zu Ihrem Hintergrund und Ihren Berufswünschen zu beantworten. Die notwendige Unterlagen. Bei der Bewerbung um eine Berufsausbildung in Deutschland müssen Sie gegebenenfalls folgende Unterlagen vorlegen: Ihr Lebenslauf, Anschreiben, gegebenenfalls Kopien früherer Schul- und Ausbildungszeugnisse, Geburtsurkunde, Reisepass oder Personalausweis, persönliche Fotos, bei Bedarf Sprachnachweis. Ausbildungsdauer. Die Berufsausbildung dauert in Deutschland je nach Beruf und Studiengang in der Regel 2 bis 3 Jahre. Die Ausbildung erfolgt praxisnah im Betrieb und pädagogisch in einer Berufsschule. Nach erfolgreich bestandener Berufsausbildung haben Sie gute Chancen, eine feste Anstellung im gleichen Unternehmen, in dem Sie die Ausbildung absolviert haben, oder in anderen Unternehmen zu suchen. Eine Berufsausbildung in Deutschland genießt auf dem Arbeitsmarkt eine hohe Anerkennung, was die Chancen auf eine erfolgreiche Karriere erhöht. Die Berufsaussichten nach einer Berufsausbildung in Deutschland hängen von der Branche und dem Bereich ab, in dem Sie die Ausbildung absolviert haben. Es gibt jedoch einige allgemeine Punkte, die Sie beachten sollten. Wenn Sie eine Ausbildung in einem bestimmten Unternehmen abgeschlossen und gute Leistungen erbracht haben, besteht möglicherweise die Möglichkeit, dauerhaft im selben Unternehmen zu arbeiten. In vielen Fällen ist dieser Schritt eine hervorragende Möglichkeit, eine nachhaltige Karriere einzuschlagen und auf Ihren Erfahrungen und Lernerfahrungen im Unternehmen aufzubauen.
Sie können nach Stellenangeboten in einem Bereich suchen, der von Ihnen angebotenen Ausbildung ähnelt. Wenn Sie beispielsweise eine abgeschlossene Elektroausbildung haben, könnten Sie sich nach Jobs als Elektriker umsehen. Die während der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse sollten Sie nutzen, um Ihre Chancen auf einen passenden Arbeitsplatz zu erhöhen. Kontinuierliche Verbesserung und Ausbildung. In Deutschland fördert die Regierung die Weiterbildung und Kompetenzentwicklung. Sie können nach Bildungskursen oder Schulungsprogrammen suchen, die Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten zu entwickeln und Ihre Beschäftigungschancen zu verbessern. Bei der Suche nach Stellenangeboten sollten Sie auch Ihre persönlichen Interessen und Ziele berücksichtigen. Versuchen Sie, einen Job zu finden, der Ihren beruflichen und persönlichen Vorstellungen entspricht. In einigen Berufen können Sie nach Abschluss Ihrer Ausbildung eine Abschlussprüfung ablegen, um einen Berufsabschluss zu erhalten, der Ihre Fähigkeiten nachweist. Diese Zertifizierung verbessert die Beschäftigungsmöglichkeiten. Unternehmertum und Selbstständigkeit. Wenn Sie eine Leidenschaft für Selbstständigkeit und Unternehmertum haben, können Sie Ihr eigenes Unternehmen in dem Bereich gründen, in dem Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Es ist wichtig zu bedenken, dass der Prozessmarkt in Deutschland von vielen Faktoren abhängt, darunter der Branche, der geografischen Region und der persönlichen Erfahrung. Deshalb sollten Sie sorgfältig recherchieren und planen, um nach Ihrer Ausbildung die richtige Stelle zu finden. Die Löhne in Deutschland variieren stark je nach Branche, geografischer Region, Beruf und Berufserfahrung des Arbeitnehmers. Es gibt jedoch einige allgemeine Informationen zu den Löhnen im Land. In Deutschland gibt es einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn namens Mindestlohn. Diese Grenze variiert von Zeit zu Zeit und wird von der Bundesregierung festgelegt. Löhne nach Branche und Beruf. Die Löhne variieren stark je nach Branche und Beruf. Beispielsweise können die Löhne im Ingenieurwesen oder in der Technologie höher sein als die Löhne in anderen Bereichen wie der Logistik. Auch die Löhne variieren je nach Bundesland. Beispielsweise können die Löhne in München höher sein als in anderen Gegenden. Das Gehalt steigt in der Regel mit der persönlichen Erfahrung. Sobald Sie Fähigkeiten und Erfahrung in Ihrem Fachgebiet erworben haben, erhalten Sie möglicherweise bessere Gehaltsangebote. Steuern und Sozialversicherung. Bitte beachten Sie, dass es in Deutschland Steuer- und Sozialabzüge auf den Lohn gibt. Zu diesen Abzügen gehören Einkommensteuer, Krankenversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Diese Abzüge können sich auf den Nettolohn auswirken, den Sie erhalten. Berücksichtigen Sie auch die kulturellen und gesellschaftlichen Vorstellungen bezüglich der Löhne in Deutschland. In der deutschen Kultur werden beispielsweise harte Arbeit und Pünktlichkeit als wichtig angesehen, und wenn man zu spät zur Arbeit kommt, kann dies negative Folgen für die Bezahlung und den beruflichen Ruf haben. Um das Gehalt langfristig zu steigern, können Sie an der Weiterentwicklung Ihrer Fähigkeiten und der Steigerung Ihrer Erfahrung arbeiten. Dies kann Ihnen Zugang zu höher bezahlten Jobs und Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg verschaffen. Eine Berufsberatung kann hilfreich sein, um die Ihnen zur Verfügung stehenden Löhne und Karrieremöglichkeiten besser zu verstehen. Wenden Sie sich an Berufsberater oder Berufsberatungszentren, um nützliche Ratschläge zu erhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gehalt in Deutschland von vielen Faktoren abhängt und es wichtig ist, sorgfältig zu recherchieren und zu planen, um Ihre beruflichen und finanziellen Ziele zu erreichen. Wenn Sie umsichtig agieren und auf die Weiterentwicklung Ihrer Fähigkeiten achten, können Sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt große Erfolge erzielen.